Der Microsoft Flight Simulator hat am PC jede Menge Möglichkeiten zu Einstellungen, was Grafik und Performance betrifft. Wie ihr auf diese Punkte auch auf eurer Xbox direkten Einfluss nehmen könnt, darum geht es in diesem Video. Zum einen an der Xbox direkt, also in deren Systemeinstellungen, als auch im Microsoft Flight Simulator selbst. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Wir beginnen mit den Einstellungen an der Xbox selbst. Um vom Dashboard aus in die Einstellungen zu kommen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr eure Auswahl oben rechts auf das kleine Zahnrad bewegen und dort in die Einstellungen wechseln. Zum anderen könnt ihr, wenn ihr euch am Dashboard befindet, wir gehen hier einmal zurück, einmal den großen Xbox-Button in der Mitte auf eurem Controller drücken und dort dann ganz nach links auf euer Profil und hier unten findet ihr ebenfalls dann auch die Einstellungen. Die Aufnahmen zu diesem Video stammen allesamt von der Xbox Series X. Immer dann, wenn es gravierende Unterschiede zur Xbox Series S gibt, weise ich darauf hin. Zuallererst wechseln wir hier einmal auf den Punkt Anzeige und TV-Optionen. Hier habt ihr nun Einstellungsmöglichkeiten zu den Themen Anzeige, Einrichtung und erweitert. Wir gehen das jetzt der Reihe nach durch und im ersten Punkt Anzeige fällt euch direkt auf Auflösung 1440p. Warum ist das so? In meinem Fall hängt für die Aufnahmen zwischen der Xbox Series X und dem Display eine Capture Card, die für mein Setup hier eine Auflösung von 1440p erfordert. Im Falle einer Xbox Series S wäre das dann auch das Maximum 1440p oder eben darunter. Die Xbox Series X hingegen hat auch die Möglichkeit 4K darzustellen. Bei der Aktualisierungsrate haben wir die Möglichkeit 60 oder 120 Hertz einzustellen. Ich werde gleich noch darauf eingehen, welche Einstellungen ich nutze und weshalb ich sie so nutze. Der nächste Punkt ist die Gerätesteuerung. Wenn euer Bildschirm den HDMI CEC Standard unterstützt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Ihr seht schon, hier sind jetzt auch ein paar Punkte mit dabei, die nicht direkt mit der Performance in Zusammenhang stehen. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber dennoch ganz kurz darauf eingehen. Im Nachtmodus könnt ihr zum Beispiel die Helligkeit des Controllers anpassen, sprich sollte euch die große Xbox-Taste am Controller zu hell sein, könnt ihr diese herunterdimmen. Gleiches ist im Übrigen auch mit dem Xbox-Button an der Xbox selbst möglich über dieses Menü. So viel zu den Punkten unter Anzeige. Wir gehen rüber zur Einrichtung und wenn ihr hier einmal auf 4K TV-Details klickt, dann wird angezeigt, was euer Bildschirm darstellen kann. Wie vorhin schon erwähnt, aufgrund der Capture Card, die gerade angeschlossen ist, ist das Ganze bei mir aktuell etwas eingeschränkt. Hier findet ihr zum Beispiel Angaben dazu, ob euer Bildschirm 4K tauglich ist, ob HDR10 möglich ist, Dolby Vision verfügbar ist und so weiter. Um euren Bildschirm ideal zu kalibrieren, gibt es eine spezielle Option hier, TV kalibrieren. Nehmt euch hierfür ruhig etwas Zeit und lasst euch von dieser App hier unterstützen. Hier könnt ihr zum Beispiel mittels eurer TV-Fernbedienung im Menü des Fernsehers die idealen Einstellungen finden zu den Farben, zum Kontrast, zur Helligkeit allgemein und so weiter. Durch die Punkte Anzeige und Einrichtung sind wir durch, gehen wir einmal auf Erweitert und dort auf Videomodi. Die beiden ersten Punkte, also 50 Hertz zulassen und 24 Hertz zulassen, betreffen ausschließlich Videos in Streaming-Apps, also zum Beispiel auf Netflix oder auch YouTube. Genau für diese Inhalte könnt ihr 50 oder 24 Hertz zulassen, wenn ihr entsprechend anhakt. Hinter dem Modus mit geringer Latenz zulassen Bereich versteckt sich der sogenannte ALLM, Auto Low Latency Mode. Insofern euer Display diese Funktion unterstützt, wechselt der TV, der Monitor automatisch in den Spielemodus, wenn hier angehakt ist. Die variable Aktualisierungsrate oder auch VRR, Variable Refresh Rate, passt die Bildrate stets aktuell an das Geschehen an. Auch hier ist klar, euer Display muss das unterstützen, damit ihr anhaken könnt. Für den nächsten Punkt blende ich hier mal eine Grafik ein. YCC 422 zulassen heißt es hier. Mit dieser Funktion könnt ihr eventuelle Probleme bei 4K-Darstellungen beheben. Nur zum Verständnis, YCC ist ein Farbmodell, welches den Farbraum rund um die Farben Rot, Grün und Blau definiert und die Darstellung des Bildes in Kombination mit Helligkeit und Farbigkeit, also Luminanz und Chrominanz, festlegt.
Für die Kompression dieser Datenmenge haben sich 3 Bereiche durchgesetzt: 444, 422 und 420. Die Stufe 444 entspricht dabei im Prinzip reinem RGB. Jetzt ist es so, dass die Xbox im Normalfall genau diese Stufe nutzt, also 444, dafür dann aber auch die höchste Bandbreite benötigt. Und wenn nun euer Display bzw. euer HDMI-Kabel entsprechend limitiert sein sollte, dann kann es in der Darstellung Probleme geben. Normalerweise springt die Xbox dann direkt auf 420. Wenn ihr 422 angehakt lasst, stehen die Chancen gut, dass bereits dieser Zwischenschritt funktioniert. Im weiteren Verlauf kommen wir hier nun zu dem Punkt 4K zulassen. Das ist an und für sich selbsterklärend. Wenn euer Display HDR10 unterstützt, könnt ihr auch das hier entsprechend zulassen. Der Punkt Auto HDR kommt dann zum Zuge, insofern das Spiel HDR normalerweise nicht unterstützt. Die Xbox ist dann in der Lage, ein HDR-entsprechendes Bild darzustellen. Hier ist die Spielerfahrung jedoch unterschiedlich. Mal funktioniert das ganz gut, mal weniger. Und die beiden letzten Punkte, also Dolby Vision zulassen und Dolby Vision for Gaming, könnt ihr ebenfalls anhaken, insofern euer Display die entsprechende Einstellung unterstützt. Hiermit könnt ihr Kontraste und Farben weiter verbessern. Unter Erweitert findet ihr neben dem Punkt Videomodi auch noch den Bereich Videoqualität und Overscan. Unter dem Punkt Anzeige wählt ihr aus, über welchen Anschluss ihr eure Xbox mit dem Display verbunden habt. Normalerweise könnt ihr das auf Autoerkennung stehen lassen. In meinem Fall habe ich es auf HDMI, weil ich hier jetzt mit HDMI in die Capture Card reingehe und das entsprechend vordefinieren möchte. Unter Videoqualität findet ihr den Punkt Farbtiefe. Hier neigt man dazu, wenn man die Auswahl möglich hat, möglichst hoch zu gehen, also auf 12-Bit. Doch Vorsicht, auch hier sprechen wir wieder über Bandbreite, also sprich, was kann euer HDMI-Kabel transportieren und euer Display verarbeiten. 8-Bit benötigen dabei bereits 32 Gigabit pro Sekunde und 10-Bit 40 Gigabit pro Sekunde. Insofern ihr einen aktuellen TV habt, der HDMI 2.1 voll unterstützt, könnt ihr auch auf die maximale Bandbreite gehen mit 48 Gigabit bei 12-Bit. Wie gesagt, selbstverständlich muss auch hier euer Display das Ganze unterstützen und mit einem entsprechenden Kabel, also HDMI 2.1, verbunden sein. Für den Punkt Farbraum, der darunter liegt, wird empfohlen, die Standardeinstellungen zu hinterlegen. Insofern ihr zu Hause einen speziellen RGB-Monitor stehen habt, könnt ihr hier auch PC RGB aktivieren, um den vollen Farbraum darstellen zu können. Der letzte Punkt ist dann wieder selbsterklärend. So viel zu den Einstellungen unter Anzeige und Optionen. Jetzt gibt es auf Xbox noch einen riesigen Spielekatalog an abwärtskompatiblen Spielen. Bei diesen findet ihr unter Spiel und Add-ons verwalten, insofern es verfügbar ist, die sogenannten Kompatibilitätsoptionen. Wenn das Spiel diese Optionen unterstützt, dann habt ihr hier eventuell noch Möglichkeiten, Auto HDR zu aktivieren, sowie den sogenannten FPS-Boost, der das Spielerlebnis nochmals verbessern kann. Ich sage ganz bewusst kann, denn es ist nicht immer so, dass diese künstlich erzeugten Verbesserungen wirklich besser sind. Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall. Im Falle unseres Microsoft Flight Simulators, wenn wir hier drauf gehen, steht diese Option gar nicht zur Verfügung. Was hier interessant ist zu sehen, ist der gesamte Speicherplatz, 355,6 GB. Da findet auf der Xbox Series S mit 512 GB Gesamtspeicher nicht mehr allzu viel Platz. Gehen wir hier nochmal zurück auf die allgemeinen Optionen und auf die Netzwerkeinstellungen, denn auch dort gibt es einen Punkt, der interessant ist. Zuallererst sollte euch klar sein, eine verkabelte Netzwerkverbindung ist stabiler als WLAN. Und dann gibt es hier noch den sogenannten NAT-Typ, Network Address Translation. Dieser beeinflusst, ob du dich mit anderen Spielern verbinden und im Team spielen oder in unserem Fall fliegen kannst und sollte auf offen stehen. Falls das bei dir nicht der Fall ist, müsstest du innerhalb deines Netzwerks über deinen Router die Ports öffnen. Hierfür gibt es im Netz zahlreiche Videos und Hilfestellungen. Und jetzt noch ein kurzer Blick auf Cloud Gaming. Insofern ihr eine Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft habt und schnelles Internet, könnt ihr auf kompatiblen Geräten, zum Beispiel auf eurer Xbox One, per Cloud Gaming nutzen. Das Ganze befindet sich zwar noch in der Beta, funktioniert mit ein paar Einschränkungen aber schon ganz gut. Falls dich das Thema interessiert, packe ich dir den Link zum Xbox Cloud Gaming unten in die Videobeschreibung. Zusammenfassend, was die Einstellungen innerhalb der Xbox
Xbox angeht in Bezug auf den Microsoft Flight Simulator, stelle ich wie folgt ein. Auch wenn mein TV 4K und HDR kann, gehe ich maximal auf eine Auflösung von 1440p und lasse HDR weg. Auch sonstige Unterstützungsoptionen lasse ich deaktiviert, ganz einfach deshalb, um der Konsole möglichst viel Spielraum für die Darstellung des Bildes zu lassen. Jetzt wird es doch endlich mal Zeit, in den Microsoft Flight Simulator zu wechseln und hier zuallererst einmal ein Vergleich zwischen PC und Xbox Series X unter dem Punkt Grafik, unter den allgemeinen Optionen, was es hier für Unterschiede gibt. Während du am PC natürlich eine Fülle an Einstellmöglichkeiten hast, reduziert sich das auf Xbox auf HDR10. Das ist im direkten Vergleich, wenn man beide Möglichkeiten hat, natürlich erstmal ernüchternd. Dennoch habt ihr aber natürlich auch auf Konsole direkten Einfluss auf die Darstellung bzw. Möglichkeiten, die Performance zu verbessern. Wir wechseln innerhalb der allgemeinen Option mal von Grafik auf Verkehr und hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, den Typ des Flugzeugverkehrs einzustellen. Echtzeit Online ist hier bei mir standardmäßig eingestellt und das bedeutet, dass im ständigen Austausch mit den Servern eben ein Echtzeit Online Flugverkehr dargestellt werden kann. Solltet ihr nun aufgrund einer limitierten Internetbandbreite hier Probleme bekommen, könnt ihr das Ganze auch auf KI Offline stellen, um das dafür benötigte Datenvolumen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Zusätzlich habt ihr hier dann noch die Möglichkeit, die KI-Flugverkehrsdichte einzustellen. Je niedriger der Wert hier ist, desto weniger muss berechnet werden. Klar ist dann aber auch, je geringer ihr hier den Wert wählt, desto geringer ist auch das Verkehrsaufkommen. Zur Verbesserung der Performance kann das aber durchaus beitragen. Wer komplett auf den Flugverkehr verzichten möchte, kann das auch ganz ausschalten. Wer diesen Punkt nicht in den Tiefen der Optionen umstellen möchte, der kann das auch über die Weltkarte machen, indem er hier drauf geht und dann hier einmal auf Flugbedingungen geht und dann auch hier den Punkt Flugverkehr findet. Wie auch in den Optionen direkt habt ihr die Möglichkeit, entweder Live-Verkehr einzustellen, ihr könnt das Ganze auf KI-Flugverkehr stellen. Die Dichte des KI-Flugverkehrs müsst ihr allerdings über die eben gezeigten Optionen einstellen, das geht hier nicht. Was ihr hier noch machen könnt, ist, dass ihr den Flugverkehr komplett deaktiviert. Zurück in den Optionen findet ihr unter dem Luftverkehr dann den Punkt Verkehrsnamensschilder anzeigen. Diese Option aktiviert die Kennung der Flugzeuge, die ihr seht, unter anderem auch im Multiplayer den jeweiligen Namen der Mitfliegenden. Darunter wiederum findet ihr den Punkt Flugplatzleben. Hier könnt ihr das jeweilige Aufkommen, also deren Dichte einstellen. Zum einen zum Flughafenfahrzeugaufkommen, zur Dichte für Flugzeuge am Boden und zur Arbeiterdichte. Darunter dann noch selbiges zum Land- und Seeverkehr, sowie die Anzeige der Multiplayer-Flugzeuge in der Nähe. Bedeutet, sollte euch im Multiplayer einmal jemand zu nahe kommen, wird das Flugzeug ausgeblendet und somit Überschneidungen vermieden. Am Beispiel des Frankfurter Flughafens habe ich hier noch ein paar Beispiele vorbereitet, da kommen wir gleich dazu. Unter dem Punkt Daten in den allgemeinen Optionen findet ihr sämtliche Einstellungen zu eurer Datenverbindung. Sollte zum Beispiel in SIM einmal der Marktplatz plötzlich nicht mehr verfügbar sein, lohnt sich eventuell ein Blick in diese Einstellung. Denn es kann schon mal vorkommen, dass nach einem Update oder nachdem die Verbindung verloren ging, diese sich nicht automatisch wiederherstellt. Über die Bing Weltgrafikdaten zieht der Flight Sim die Luftaufnahmen entsprechend heraus. Stellt ihr das hier auf Offline, sind auch die Bildmessungen verschwunden. Der Punkt, der darunter liegt und für die Darstellung der 3D-Gebäude verantwortlich ist. Umgekehrt ist es jedoch möglich, während ihr die Bildmessung deaktiviert, könnt ihr die Bing Weltgrafikdaten weiterhin aktiv lassen. Das Aktivieren der Live-Flugverkehrsdaten der realen Welt ist Voraussetzung dafür, dass ihr, wie wir es uns vorhin angesehen haben, eben diese aktivieren könnt. Ebenso verhält es sich mit dem Punkt Live-Wetter. Auch hier müsst ihr das Ganze einschalten, um später in den Flugbedingungen auf der Weltkarte Live-Wetter aktivieren zu können. Eine Grundvoraussetzung für den Mehrspielermodus ist selbstverständlich hier das Ganze einzuschalten. Falls ihr Einfluss auf euren Datenverbrauch nehmen wollt, so könnt ihr hier eine Datenbegrenzung aktivieren und das Ganze entsprechend limitieren und im Punkt darunter sogar ein Datenbreitbandnutzungslimit einstellen. Angenommen, ihr habt eine Internetverbindung mit 50 Mbit und mehrere Personen im Haushalt wollen diese gleichzeitig nutzen, dann könnt ihr dem Flight Sim signalisieren, bitte nutze hier zum Beispiel nur 20 Mbit, denn der Rest wird an anderer Stelle benötigt. Zum Punkt Rolling Cache habe ich bereits ein Video erstellt, das verlinke ich euch jetzt mal rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Grob zusammengefasst ist der Rolling Cache ein von euch vordefinierter Speicher auf eurer internen Festplatte, der dazu verwendet wird, die von euch überflogenen Gebiete zwischenzuspeichern. Wenn ihr nun erneut über diese
dieses Gebiet fliegt, dann bedient sich der FlightSim an eurem internen vordefinierten Speicher und lädt daraus die Daten. Das funktioniert in der Regel dann schneller und flüssiger als über die Online-Verbindung. Standardmäßig sind das 8 GB, ich habe 20 hinterlegt. Auch zu empfehlen ist, diesen Rolling Cache regelmäßig zu löschen. Gerade nach Updates sollte man das Ganze aktualisieren, um nicht mit veralteten Daten herumzufliegen. Wie erwähnt, zu diesem Punkt habe ich ein umfangreicheres Einzelvideo. Wenn ihr euch im Hauptmenü befindet und rechts oben auf euren Namen klickt, dann seht ihr den Serverstatus. Voraussetzung für alle Online-Funktionen ist selbstverständlich, dass ihr online seid, also das könnt ihr hier einmal prüfen. Außerdem seht ihr hier, auf welchem Server ihr euch aktuell bewegt. Hier gilt, je kleiner die Zahl, in dem Fall 17 Millisekunden, desto schneller ist die Verbindung aktuell zu diesem Server. Ihr könnt das Ganze auf automatisch stellen, in meinem Fall stelle ich es immer auf Europa Westen, da das in meinem Fall immer die schnellste Verbindung ist. Auch hier ist für den Multiplayer wichtig, dass alle, die sich im Multiplayer finden wollen, auf dem gleichen Server sind. Gerade für unsere regelmäßig stattfindenden Community-Events eine Grundvoraussetzung. Zusammengefasst kann man jetzt hier nochmal festhalten im Rahmen der Weltkarte auf Flugbedingungen, dass wenn alle Online-Voraussetzungen erfüllt sind und alles aktiv ist, dann habt ihr hier auch automatisch die volle Auswahl. Unter Mehrspieler habt ihr die Möglichkeit auf Live-Spieler, alle Spieler oder auf auszustellen bzw. nur als Gruppe zu fliegen. Ihr könnt den Flugverkehr beliebig einstellen, genauso wie die Wetter- und die Zeitbedingungen. Wenn ihr auch während des Fluges auf Wetter und Zeit Einfluss nehmen wollt, so lasst das Ganze links unten auf Standard und wählt hier in dieser Auswahl Live-Wetter. Über diesen Weg habt ihr dann auch während des Fluges vollen Zugriff auf Wetter und Zeit. Und wie stellt sich das Ganze nun direkt im Microsoft Flight Simulator auf Xbox Series X dar? Hier seht ihr im Hintergrund zum Beispiel den Echtzeit-Online-Flugverkehr. Wenn wir das Ganze jetzt hier unter dem entsprechenden Punkt von Echtzeit-Online auf KI-Offline stellen und auf 100% lassen, dann sieht das Ganze dann so aus. Sämtliche Echtzeit-Online-Maschinen sind verschwunden. Die von der KI generierten Maschinen bleiben jedoch erhalten. Ich zeige euch das gleich nochmal an einem anderen Beispiel. Vorher sehen wir uns noch ganz kurz den Punkt Arbeiterdichte einmal genauer an. Ihr seht hier diese beiden Kollegen, die an meinem Flugzeug stehen und eigentlich nicht wissen, was sie tun sollen. Es trägt natürlich zur Gesamtstimmung ein bisschen bei, wenn hier entsprechend Personal steht. Um die Anzahl der Mitarbeiter zu halbieren oder komplett herauszunehmen, können wir hier unter dem entsprechenden Punkt aber auch darauf Einfluss nehmen, indem wir das hier komplett auf 0 stellen. Haben wir das gemacht, abgespeichert und gehen zurück, fehlt das Personal. Die Dichte für Flugzeuge am Boden war ebenfalls ein Punkt. Hier steht die Verkehrsmaschine aktuell noch neben mir. Wenn ich hier auf Verkehr gehe, unter Flugplatz Leben auf Dichte für Flugzeuge am Boden, das Ganze auf 0 stelle, abspeichere und zurückgehe, ist die Maschine verschwunden. Das Flughafenfahrzeugaufkommen ist ebenfalls ein Punkt, der beeinflussbar ist. Hier sehr gut zu sehen, noch reges Treiben direkt vor der Verkehrsmaschine. Sobald wir das Ganze unter dem entsprechenden Punkt auf 0 setzen, verschwinden die Fahrzeuge. Und jetzt gehe ich hier natürlich immer ganz extrem von 100 auf 0 runter. Jede Verkleinerung dieses Wertes trägt natürlich schon zur Verbesserung der gesamten Performance bei. Also ihr könnt das Ganze auch erstmal nur halbieren oder nur mal auf 80% gehen, einfach damit ein bisschen ausprobieren. Klar ist, je weniger dargestellt werden muss, desto besser ist natürlich die Performance. Hier nochmal ein kleiner Eindruck zum Thema Echtzeit Online und KI Offline. Nachdem Echtzeit Online eben sowieso kollidierte, stellen wir hier einfach nochmal auf KI Offline 100% und ihr seht, auch dann haben wir hier Bewegung am Flughafen. Klar ist jetzt hier etwas weniger los am Flughafen allgemein, aber im Sinne einer besseren Performance ist das für den einen oder anderen sicherlich ein akzeptabler Kompromiss. Obwohl ich die Möglichkeit habe, den Microsoft Flight Simulator sowohl auf Xbox Series X als auch PC zu nutzen, bin ich zu 90% an der Xbox unterwegs. Dabei reduziere ich in Sim keinerlei Einstellungen. Ich lasse alles auf 100%, gehe in den Konsoleneinstellungen allerdings auf maximal 1440p, obwohl 4K möglich wären, nutze das Ganze auf 60 Hz, obwohl mehr möglich wären und nutze keinerlei weitere Verbesserungen aus den Systemoptionen. Das passt für mein Flugprofil perfekt, die Hardware quält sich nicht unnötig und ich komme sehr, sehr gut klar damit. Selbstverständlich muss jeder für sich selbst das ideale Flugprofil finden und ich hoffe, dass der ein oder andere sich in den Optionen nun besser zurechtfindet und ich ein paar Tipps und Hilfestellungen geben konnte. Insofern du Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten hast, nutze bitte unten unter diesem Video die Kommentarfunktion. Mich würde zum Beispiel einmal interessieren, auf welchem System bist du unterwegs? Bist du am PC unterwegs oder auf einer Xbox
Xbox und wenn ja, auf welcher? Und welche Einstellungen bevorzugst du für dein Flugprofil? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Für Xbox ist der Microsoft Flight Simulator nun seit dem 27. Juli 2021, also knapp 2 Jahre, erhältlich. Ein knappes Jahr länger für den PC. Dieses Video hier entsteht circa eine Woche vor dem Sim-Update Nummer 12, welches Ende März 2023 erscheint. Auch hier wird es dann wieder zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen geben. Unter anderem wird für die Konsole WASM verfügbar. Das Thema bleibt also sehr dynamisch und spannend, sowohl auf Konsole als auch am PC. Mit meinen Videos und Community-Events werde ich diese Zeit gerne begleiten. Wenn dir meine Inhalte gefallen, dann lass mir sehr gerne ein Däumchen da, falls noch nicht geschehen ist, auch sehr gerne ein Abo. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.